Guten Abend. Good evening. Thank you. Now I know what I said. Well, I wonder if we can pray to begin. Ich frage mich, ob wir nicht gemeinsam beten sollten, um zu beginnen. Could you pray? Hier. Good. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt diesen Sabbattag haben, dass wir dein Wort studieren können, und wir möchten dich bitten, dass du jetzt ganz besonders bei diesem wichtigen und sehr sensiblen Thema bei uns bist, dass du den Heiligen Geist sendest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir es übertragen können in unser Leben. Halte du alles Störende fern und sprich du zu unserem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. The most important secret for humanity is shrouded in mystery. Das größte Geheimnis der Menschheit ist so ein bisschen in ein Geheimnis gehüllt. It is shrouded also in a feeling of shame. Und es ist auch oft in Schuld- und Schamgefühle eingehüllt. It is sexuality that seems to be assigned to the first sin in the garden. Und es scheint so zu sein, dass Sexualität mit der ersten Sünde im Garten zu tun hat. But that's not true. Aber das hat gar nichts mit der Wahrheit zu tun. What did Adam wear when God created him? Was hat Adam getragen, als Gott ihn geschaffen hatte? Nothing. Nichts. A garment of light. Yeah, garment of life, yes. Ja. But they knew that they were naked. Aber sie wussten, dass sie nackt waren. And Bible says they were not ashamed. Und die Bibel sagt, sie haben sich nicht geschämt. And our parents say shame on them. Und unsere Eltern sagen, sie sollten sich schämen. There was a time when we do not talk about sexuality. Es gab eine Zeit, in der man gar nicht über Sexualität gesprochen hat. If you have somebody who is 10 years of age, you said nothing to him, you're late. Wenn ihr jemanden habt, der 10 Jahre alt ist und ihr habt noch gar nicht mit ihm darüber gesprochen, dann seid ihr schon ziemlich spät dran. People used to look pornography by going to the corner kiosk and buy a journal. Leute haben früher sich mit Pornografie beschäftigt, wenn sie um die Ecke gegangen sind zu einem Kiosk und sich dort so Zeitschriften gekauft haben. You bought them these little magical things. Man hat diese kleinen magischen Dinge gekauft. How do you call it? Book. Bücher. No. The computer. The Tablets. Tablets, yes. Diese Tablets, ja, Computer. And you go to bed to sleep. Und man geht dann ins Bett, um zu schlafen. But he or she under the cover. Aber unter dem Bettlaken also unter der Bettdecke Can see and watch what you never saw. Aber ja, heutzutage kann man dann mit solchen Hilfsmitteln Dinge sich anschauen, die jemand anders früher nie gesehen hat. And it is for that reason very important that not only I speak about it, but that you talked to them about it. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass nicht nur ich darüber spreche, sondern dass wir alle, auch gerade zu jungen Menschen, darüber reden. Misinformation is the most dangerous thing. Missinformation ist das Allergefährlichste. Now, if God created us male and female, wenn Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, should I put that or do they hear me? I think they will hear you. It's okay. Okay. And if he put Adam and Eve together, und wenn er Adam und Eva zusammengebracht hat, he must have had some kind of purpose. Dann muss er ja irgendeinen Zweck damit verfolgt haben. There is a purpose that goes beyond just the sexual expression and experience. Es gibt ein Ziel, das weit über reine sexuelle Erfahrung und sexuellen Ausdruck hinausgeht. So, sexuality is private. Sexualität ist privat. And we need to know how to relate in private relationships. Wir müssen wissen, wie wir in privaten Beziehungen uns dem gegenüber verhalten.
But what I'm going to talk to you about is not the American understanding of sexuality. Ich möchte mit euch heute nicht das amerikanische Verständnis von Sexualität behandeln. And I'm not theologian. Und you're not a theologian? No. Und ich bin kein Theologe. Ah, ja, stimmt. I'm a philosopher. Ich bin ein Philosoph. And my specialty is Christian ethics. Und mein Spezialgebiet ist christliche Ethik. I am ordained minister. Also ich bin ordinierter Prediger. And I pastored. Und ich habe auch Pastorenstellen gehabt. But difference between theology and ethics is enormous. Aber der Unterschied zwischen Theologie und Ethik ist enorm. Theologians study the Bible to understand what Bible says. Die Theologen, die studieren die Bibel, um herauszufinden, was die Bibel sagt. Ethics base itself on theology. Die Ethik, die basiert sich auf die Theologie And asks 3 questions. und fragt 3 Fragen. If this is true, Wenn das wahr ist, why is it true? warum ist es dann wahr? Second, Zweitens, if this is how I should behave, wenn ich mich so verhalten sollte, how can I learn to be that way? wie kann ich dann lernen, so auch zu sein? And thirdly, Und drittens, how am I going to communicate to generations after me about this? wie kann ich genau diese Sache nachfolgenden Generationen richtig kommunizieren? And let me tell you right now, Und ich möchte euch gleich von Anfang an sagen, only information is what you can do. ohne Information. You can do only information. Man kann nur Informationen haben, But if your father or mother, you have an impact on them. aber wenn du Vater oder Mutter bist, dann hast du einen großen Einfluss auf die Kinder. When they ask you a question, why? Wenn sie euch die Frage stellen, warum, Don't always only say darum. dann sage nicht einfach nur that's why. That's not an Antwort. Das ist keine Answer. That's a cop-out. Oh, what? Cop-out. Ausrede oder Das ist dann so eine Ausrede. It's better for you to say I don't know, Es ist besser zu sagen, ich weiß es nicht. but I will find out. Aber ich werde es herausfinden. In fact, tell them I have been having these same questions and I don't know how I survived without knowing it. Und du kannst sogar sagen, ich habe dieselben Fragen gehabt und ich weiß gar nicht, wie ich überlebt habe, ohne die Antwort gefunden zu haben. And tell them, ask me more difficult questions Und sag ihnen dann auch, frag mich noch mehr schwierige Fragen, so that I learn also in trying to find answer for you. sodass ich auch dann noch lernen kann, indem ich Antworten für dich finde. Bible simply says Die Bibel sagt einfach, that God created Adam in his image. dass Adam im Bild Gottes geschaffen worden ist. And when he woke up, Als er aufgewacht ist, I imagine that God made him out of clay, ich stelle mir vor, wie Gott ihn so laying down. aus Staub gemacht hat und er lag so auf dem Boden. Unless he was doing the clay and blowing on it and baking it as it was happening. Und er hat so an dem Ton gearbeitet und er wurde so quasi gebacken, als er an ihm gearbeitet hat. And when he looked around, Und er hat sich umgeschaut. all of a sudden he saw colors Er sah dann Farben and smell, und er hat gerochen. and he saw other creatures, Er hat andere Lebewesen gesehen. and God was talking to him, Gott hat zu ihm gesprochen. and angels came and talked to him. Und Engel kamen zu ihm, haben mit ihm geredet. They know German, Oh, of course. Of course. so he could understand. Sie kannten auch Deutsch, so konnte sie verstehen. And then he asked them questions. Und hat sie Fragen gefragt. But what do you do now? Aber was tut man jetzt? You are the only creature Stell dir vor, du bist das einzige Geschöpf, facing God das Gott in die Augen schauen kann and facing other creation. und das all die andere Schöpfung jetzt sieht. So God was and still is very smart. Also Gott war damals schon und ist es immer noch äußerst clever, äußerst klug. He did not go to Sinai and say, "Thou shalt get married." Er ist nicht zum Sinai gegangen und hat gesagt, du sollst heiraten. This is what fathers and mothers and uncles and aunts say. Das ist das, was die Väter und die Mütter und die Onkel und die Tanten sagen.
Not helpful at all. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Even the omnipotence controls itself, not to push aside the freedom and readiness. Selbst die Allmacht restriktiert sich, um nicht die Freiheit und die Bereitschaft des Menschen zu kontrollieren und zu restriktieren. So God prepared. Also Gott hat das Ganze vorbereitet. I imagine him bringing him to some hill. Ich stelle mir vor, wie er ihn so an einen Hügel gebracht hat. And then very cleverly, Und dann äußerst klug he sent Mr. and Mrs. Elephant. hat er Mr. und Mrs. Elefant dort vorbeigebracht. And they walk. Und die sind so zusammengelaufen. So he studies them. Und er hat sie studiert. One is bigger, Einer ist größer, one is smaller. einer ist kleiner. Mr. and Mrs. Donkey. Also Herr und Frau Esel. And birds. Und die Vögel. And there was probably a river there and fish. Und vielleicht an dem Fluss dort die Fische. And it must have come to the mind of Adam because he was smarter than all of us. Und es muss together. ihm schließlich aufgegangen sein, denn er war eher klüger als wir alle zusammen. Why two? Warum zwei? They look the same, Sie schauen gemeinsam aus. Also gleich aus. but I'm alone. Aber ich bin alleine. So before expressing feeling of love, Also bevor es einen Ausdruck für das Gefühl der Liebe gab, he felt the feeling of loneliness. hat er das Gefühl der Einsamkeit erlebt. You're ready to get married if you feel lonely. Also du bist bereit zu heiraten, wenn du einsam bist. But special loneliness, Aber ganz besondere Einsamkeit. something that nothing can distract you from. Etwas, wo man nicht von abgelenkt werden kann. So he started walking Er hat also angefangen zu gehen. Ja. and thinking Er hat gedacht and maybe imagining some of those monkeys who also can walk on two hind legs. hat sich vielleicht einige dieser Affen vorgestellt, die auch so laufen können. But they need to shave their whole body to look like him. Aber die müssten jetzt sich komplett rasieren, damit sie dann endlich so aussehen wie er. So it doesn't work. Das funktioniert also auch nicht. More he looked around, more lonely he was. Je mehr er herumgeschaut hat, desto einsamer ist er gewesen. Now, young people, listen to me. Also liebe junge Leute, hört mir genau zu. God will never force you Gott- or brain your wash. And wash your brain. Gott wird niemals euch zwingen oder euch Gehirn waschen, To make you marry somebody. damit ihr irgendjemanden heiratet. In that case, after you say I do, In dem Fall, wenn ihr dann sagt, ich werde das tun, your uncle or aunt will go back with their business and you are stuck. dann werden eure Tanten und Onkel dann wieder euch verlassen und ihr seid dann in der Klemme. Seid dann gefangen. And that's a very, very difficult feeling after you got married Und es ist ein äußerst schwieriges Gefühl, wenn man geheiratet hat, to say to yourself, what have I done? wenn man sich dann sagt, was habe ich nur getan? So instead of telling him, hey, you need a wife, Also anstatt ihm zu sagen, hey, du brauchst eine Frau, he says, all right, go back to that hill sagt er, okay, geh zurück zu diesem Hügel and look at the two of them, how they pass by. und schau nochmal diese Paare an, wie sie dort vorbeigehen. But now it's not just looking. Aber jetzt sollst du nicht nur hinschauen, Now you will give them a name. jetzt gibst du ihnen auch Namen. Now in Hebrew mind, Im hebräischen Denken, name depicts the person. da ist der Name so ein Symbol für die ganze Person. You don't choose Peter because you like how it sounds.
Man wählt nicht den Namen Petrus nur, weil das einfach wunderbar klingt. or Mary. Oder Maria. No. Nein. You describe the person. Mit dem Namen beschreibt man die Person. And my name, Miroslav, Mein Name Miroslav is new in my family, ist sehr neu in meiner Familie, but it has a meaning. aber hat eine Bedeutung. Mir means peace, Mir heißt Frieden and Slava means praise. und Slava heißt Dank, Preis. And I Lob. was born in 1942. Ich wurde 1942 geboren. You know what was happening then? Ihr wisst, was zu dieser Zeit passiert ist? Second World War. Es war der Zweite Weltkrieg. So my name was very meaningful. Also mein Name hat eine wirklich wichtige Bedeutung. And when Adam finished giving the names, Als Adam damit fertig war, all die Namen zu verteilen, the Bible doesn't say to us what happened within his mind, die Bibel sagt uns nicht, was in seinem Kopf dort vor sich gegangen ist, but his loneliness was bigger. aber seine Einsamkeit war noch größer, als sie jemals zuvor gewesen war. So, Scripture says, thank you. Dankeschön. Right. Put something here so that I don't go here. Also ja. No, that's fine. So, now he wakes up, Nun wacht er auf, but God first did some surgical extraction also Gott hat erst noch so einen chirurgischen Eingriff vorgenommen and reconstruction, und einen Umbau and from it he made Eve. und daraus hat er dann Eva geformt. And when Eve started looking around, Und als Eva sich so umgeschaut hat, she saw this creature. sah sie diese Kreatur dort. She didn't have mirror to see that she also has two feet and two hands. Sie hat noch keinen Spiegel gehabt, wo sie ihren eigenen Körper mit Händen und Füßen hätte betrachten können. And then Adam wakes up Und dann wacht Adam auf. and he looks from down up Und er schaut von unten nach oben and surprised says, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." und er sagt ganz überrascht, das ist ja Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. So they come close together. Sie kommen ganz nahe. He blinks like this. Er zwinkert so She smiles and winks with only one eye. und sie lächelt und zwinkert nur mit einem Auge. And I imagine them picking the hands Und ich stelle mir vor, wie sie ihre Hand nehmen and running und dann laufen. and God watching Und Gott schaut sich das alles an and enjoying it. und freut sich. They were his image. Sie waren in seinem Bild. And something happened in their minds. Und etwas ist in ihrem Denken passiert. Something that philosophy that interprets sexuality today have no idea about. Etwas, was auch heute noch die Philosophie, die Sexualität interpretiert, nicht wirklich verstehen kann. The physicalism of sex Die physikalische Seite des Sex did not exist there. hat damals nicht existiert. Oh, of course, there were physical organs. Natürlich gab es physische Organe, But that's not how it began. aber so hat es nicht angefangen. Adam realized that he is not just what he knows about himself. Adam hat realisiert, dass er nicht nur das ist, was er über sich selbst weiß, And so did Eve. und so auch Eva. And then when they came together, Und als sie zusammenkamen, they challenged mathematics. dann haben sie die Mathematik herausgefordert. Two became one. 2 wurden 1. The problem with modern marriages Das Problem der modernen Hochzeiten oder Ehen, is that we become also one. dass wir auch 1 werden, But all our life we do not agree which one. aber das ganze Leben lang sind wir nicht einig, wer wir von beiden sind. Ne?
That was not with them. Aber so war es damals nicht. We transcend ourselves. Wir transzendieren uns. Did you ever feel guilty? Hast du dich jemals schuldig gefühlt? And you scold yourself? Und du hast dich selbst, ja, so, was, scold? Scolding, yeah. Ja, durch dich selbst gegeißelt, ja. Yeah. We are capable of relating to us which things cannot do. Wir können, We are able to going out of ourselves and observing ourselves. wir sind in der Lage, uns quasi von außen zu betrachten. And it is this kind of quality Und diese Art von Qualität, that when they are united dass wenn sie zusammenkommen, becomes very powerful. dann wird das sehr kraftvoll. We were married. Brenda American, I from Croatia. Also meine Frau Brenda aus Amerika, ich bin aus Kroatien. I didn't know English, she didn't know Croatian. Also ich konnte kein Englisch, sie konnte kein Kroatisch. But we knew French. Aber wir konnten beide Französisch. And French is very good for stuff like this. Und Französisch ist für so etwas wirklich gut geeignet. So we were happy. Wir waren also froh. We wanted to finish college. Wir wollten das College beenden. And we go from Cologne to Croatia. Wir sind dann von Cologne nach Kroatien gegangen. My oldest brother, Mein ältester Bruder. we talked together, Wir haben uns gemeinsam unterhalten. and he asked me if I know stuff, Und er fragt mich, ob ich if I know etwas, things that I need to know. ob ich Dinge wüsste, die ich wissen müsste. Oh yes, I do. Und ich sagte, ja, ich weiß. Next year I come. Im nächsten Jahr kam ich. He looks at Brenda, Er schaut sich Brenda an. and geography didn't change. Und die Geografie hatte sich nicht verändert. Year after that, Ein Jahr später, and then he very seriously says, und dann hat er sehr ernsthaft gesagt, I'm concerned about your marriage. ich mache mir Sorgen um eure Ehe. You need a glue. Ihr müsst zusammenkleben. And I told him, my brother, Und ich habe ihm gesagt, mein Bruder, if he was a shoemaker, er war ein Schuhmacher. when you glue the bottom of a shoe and you try to separate it, Und ich habe ihm gesagt, wenn du die Sohle eines Schuhes anklebst und versuchst es wieder zu trennen, if you now try to separate it, it is the glue that suffers. und wenn du dann trennst, dann ist es ja der Klebstoff in der Mitte, der darunter leidet. If we have babies before we are ready, babies will suffer. Wenn wir ein Kind haben, bevor wir bereit dazu sind, dann werden die Kinder darunter leiden. So Adam and Eve Also Adam und Eva had no gowns, hatten keine Gewänder and they were happy und sie waren froh until sin. bis zur Sünde. But I'm not going to go into that now. Aber jetzt werde ich mich damit nicht beschäftigen. We have some better things to do. Wir haben etwas Besseres heute hier zu betrachten. So what does that mean for you and me? Was bedeutet das für dich und für mich? There are 4 or 5 different stages of maturation in the sense of sexuality. Es gibt 4 oder 5 Stadien des Erwachsenwerdens im Sinne der Sexualität. Childhood first. Zuerst einmal die Kindheit. And I'm not going to give you ages, Ich werde jetzt keine Altersangaben dazu liefern, because some people even at 50 are children. denn es gibt noch manche Menschen, die mit 50 Kinder sind. So that's relative. Und das ist also relativ. But what children need Was Kinder brauchen, is home. das ist ein Heim. Home is not a house. Und Heim bedeutet nicht gleich Haus. Home is the place where everybody has his or her place.
Ein Heim ist ein Ort, wo jeder Einzelne seinen Platz hat. When there is no subject that you cannot talk about. Weil man über jedes Thema reden kann. And the best thing that parents can say if they don't know the answer is to say, I don't know. Und das Beste, was Eltern sagen können, wenn sie eine Antwort nicht wissen, ist, ich weiß es auch nicht. And you know what happens with children? Wisst ihr, was mit Kindern dann passiert? I must be smarter than my parents because I can ask them questions to which they have no answer. Und dann denken die Kinder, oh, ich bin klüger als meine Eltern, denn ich kann ihnen Fragen stellen, die sie nicht beantworten But you können. can say, I'm going to find out. Aber man kann dann sagen, ich werde die Antwort darauf finden. And you must find out the answer to about birds and bees in English we say. Ja, du musst also die Antworten für die Bienen und die Vögel finden. Otherwise they will find who knows what answer and who knows where. Aber ansonsten finden sie alle möglichen anderen Antworten an allen möglichen anderen Orten. Then comes adolescence. Dann kommt die Zeit der Teenageralter, der Adoleszenz. Let's open Song of Solomon. Lasst uns das Hohelied aufschlagen. Chapter 2, Kapitel 2. 8 to 15. Wir wollen uns Vers 8 bis 15 betrachten. Go ahead. The entire thing? Yeah. Okay. Das ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer. Schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, mache dich auf, meine Freundin. Komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land, die Zeit des Singvogels ist da. Und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felsenwand, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, welche die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Das ist Hohelied 2, Vers 8 bis 15. Something wakes up in adolescence. In der Adoleszenz, erwacht etwas. Some kind of new understanding of self. So ein ganz neues Selbstverständnis. You're at home, but you're lonely. Man ist immer noch zu Hause, aber man ist einsam. And the way this is expressed is that all of the sudden parents say, I don't know what happened to my daughter or my son. They are always upset, they are always dreaming and so on. And that's normal. Und man weiß, dass das dann so weit ist, wenn die Eltern sagen, ich weiß nicht mehr, was mit meinem Kind los ist, es ist immer aufgeregt, es hört mir gar nicht mehr zu und so weiter. Und das ist ganz normal. But this is where your fatherhood, which is not just your male quality. Das ist der Moment, wo eure Vaterschaft nicht nur eure männliche Qualität erreicht. Yes, because fatherhood is not just quality of male. Also Vaterschaft bedeutet nicht einfach nur männlich zu sein. Fatherhood is already a mixture with female. Vaterschaft bedeutet auch schon mit dem Weiblichsein gemischt zu sein. So you're different. Man ist jetzt anders. So you have received from your wife some of the motherly concern. Man hat von der Frau einige mütterliche Sorgen mitbekommen. I don't know how old my oldest son was, but Ich bin mir nicht ganz sicher, wie alt mein ältester Sohn war. 11 years of age. Vielleicht 11 Jahre alt. I was awakened because of somebody sniffing. Also jemand hat so geschniffelt und ich bin aufgewacht. And I listened carefully. Und ich habe sorgfältig zugehört. And it comes from Andre's room. Und es kam aus dem Raum von André. And I go to his room. Ich bin in seinen Raum gegangen. I close the door. Habe die Tür geschlossen. It was 2 o'clock in the morning. Es war 2 Uhr morgens. And I said, what is happening? Und ich habe gesagt, was passiert hier? Was ist los?
he starts to talk, but he was sobbing. Er hat angefangen zu reden, aber er hat einfach nur geweint und geheult. So then I was caressing his head Dann habe ich ihn gestreichelt am Kopf and assuring him that he can tell me whatever it is. und ich habe ihm gesagt und ihm versichert, du kannst mir And alles I will erzählen, say- was immer auch ist. That nobody except when I go to Germany. Und ich habe ihm gesagt, ich werde niemandem davon erzählen, außer wenn ich mal nach Deutschland gehe. No, he gave me copyright, so I can talk about it. Also er hat mir das Copyright gegeben, ich kann darüber reden. So he tells me Er hat mir gesagt, that there is that girl, da gibt es dieses Mädchen, that it's beautiful, so schön, she's perfect. sie ist einfach vollkommen. I said to myself, Ich habe mir young gedacht, man, you're in love. oh, du bist schwer verliebt. But that wouldn't help if I told him Aber das hätte ihm auch jetzt nicht geholfen, wenn ich das ihm gesagt hätte. he needs help. Er brauchte Hilfe. I said, well, talk to me about it. But he was sobbing. Und ich habe gesagt, rede mit mir darüber. Aber er war in Tränen aufgelöst. I can no, not. Ich kann nicht darüber reden. He didn't want to wake up everybody. Er wollte ja nicht, dass alle aufwachen. It was winter, snow, Es war Winter, es hat geschneit. and I said, all right, Ich habe gesagt, okay, in 5 minutes I'm back. in 5 Minuten bin ich zurück. I'm going to put snowsuit over my pajamas, Ich werde mir Schneeanzug über mein Nachthemd tun. and you do the same, Das tust du auch. and we are going to ride in the car. Und dann werden wir mit dem Auto losfahren. You know what? Weißt du was? Car is a very unique living room. Das Auto ist ein ganz besonderes Wohnzimmer. You cannot run around. Da kann man nicht umherlaufen. You have nice, comfortable chairs. Man hat ganz angenehme Sitzgelegenheiten dort. You have windows. Es gibt Fenster. You can scream, nobody will hear you, except kannst- person inside. Schreien und niemand wird es hören, bis auf diejenigen, die dort auch And mit dem Auto sitzen. lights send brightness away from you. Und die Lichter, die senden die Helligkeit von dir weg. Except if you have Audi Außer wenn man Audi hat. Audi A4. A4. Audi A4. Yes. With aluminum body Mit einem Lichtkörper. and 255,000 miles. Und 255.000 Meilen. And it still goes like crazy. Und es geht immer noch wie verrückt. And I'm not going to sell it to you. Also ich werde es Not euch because it's nicht Sabbath. verkaufen. Nicht, weil kein Sabbat ist. Weil Sabbat ist. And so he went and he dressed. And then Adam, we were passing by him. Und dann hat er sich angezogen. Wir sind dann, ja. And before we were out, here comes in snowsuit also. Who? Adam. Adam. Your second son. Yes. Ah, okay. Und dann kam auch mein zweiter Sohn, der Adam, noch in Schneeanzug auch noch mit raus. And I said to Andre, what shall we do? Ich habe zu André gesagt, ja, was sollen wir jetzt machen? That's okay, he knows. Und er hat gesagt, kein Problem. Er weiß schon Bescheid. So we go. And before that, Also gehen wir gemeinsam und noch zuvor they carefully calculated who sits in front next to dad. haben sie sehr sorgfältig darüber nachgedacht, wer vorne neben dem Papa sitzt. This time, both of them sat in the back Normalerweise tun sie das. Diesmal haben sie beide ganz hinten gesessen, because dad has to look forward denn Papa muss ja nach vorne schauen. and dad cannot reach them. Und Papa kann sie dann nicht erreichen. So he started talking. So hat er angefangen zu reden. And then when he could not anymore, then Adam completed few sentences. Und als er dann nicht mehr weiter konnte, hat Adam dann fortgesetzt mit einigen Sätzen. And at one moment we stopped Und dann haben wir irgendwann gestoppt and we had long prayers. und wir haben lange, lange Gebete gehabt. And I told them, God is not busy now. Und We ich can have habe long prayers. ihnen gesagt, Gott ist gerade nicht beschäftigt, wir können jetzt lange beten. They didn't know geography yet. Sie wussten noch nichts von Geografie. So going there and back, we stopped few times and talked. Also wir sind so vorwärts und rückwärts gefahren und haben mehrmals angehalten, um zu reden. We came in
Wir sind hineingekommen, We took our clothing. haben unsere Sachen ausgezogen, We came to living room sind in den Wohnzimmer gekommen in our pajamas. mit unserem Nachthemd And again, we hugged, all three of us. und haben uns alle drei nochmal umarmt. Don't let any of your children sob overnight and you snore. Lass niemals deine Kinder nachts weinen im Bett und du schnarchst vor dich hin. If that happens, there is no home Wenn das for that passiert, child. dann hat das Kind kein Heim. They still sometimes want to go on a ride. Noch heute wollen sie manchmal mit mir so einen Autoausflug machen. But you know what happened? Aber wisst ihr, was passiert ist? 2 years ago, Vor 2 Jahren. I was preparing a paper for some general conference committee, Da habe ich so ein Papier für ein Generalkonferenzkomitee vorbereitet. and I received threats. If I say this or that, I'll be in trouble. Und ich habe dann Anschuldigungen bekommen und Drohungen. Wenn ich das oder jenes sage, dann werde ich in Gefahr sein, dann werde ich Probleme kriegen. But they didn't know what I'm made of. Aber sie wussten gar nicht, woraus ich gemacht bin. So the arrangement was always, one of the sons says, "Can we go on a ride?" Yes. Also das Arrangement war immer gewesen, wenn die Söhne sagen, können wir so eine Fahrt machen, sage ich ja. And I told them, I will always be available. Und ich habe ihnen gesagt, ich werde immer für euch zur Verfügung stehen. So Andre comes that one day Eines Tages kommt André and he says, "Dad, can we go for a ride?" und er fragt mich, Papa, können wir wieder so eine Fahrt machen? I said, "Sure." Und ich habe gesagt, natürlich. I drop everything. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Then I came to the car. Ich bin zum Auto gekommen He says, "Dad, und er hat gesagt, Papa, I'll drive now. ich werde jetzt fahren. You speak now." Du sprichst jetzt. He says, "Tell me about it." Und hat mir gesagt, erzähl mir davon. So what do you tell him? Also was erzählst du I ihm? couldn't tell them all kinds of stuff, Ich konnte ihm nicht alles Mögliche erzählen, but I tell you, aber ich sage euch, it helped me tremendously. es hat mir unglaublich geholfen. That's home. Das ist ein Heim. That's how human body becomes human being. So wird ein menschlicher Körper ein menschliches Wesen. This softness, this openness, Diese Sanftheit, diese Offenheit, readiness to sacrifice, diese Willigkeit, diese Bereitschaft, ein Opfer zu bringen. always available. Immer bereit zu sein, immer da zu sein. Where else will they go? Wo sollen sie sonst hingehen? You can have twins, Man kann Zwillinge haben, but no child can have twin fathers aber kein Kind hat Zwillingsväter or twin mothers. oder 2 Mütter. You're the only one. Du bist der Einzige. And there is a special, deep relationship between you. Und das ist eine ganz besondere, tiefe Beziehung dort. So, we talked about guarding the springs of life. Wir sprechen darüber, die Quellen des Lebens zu bewahren. In your personal life, In deinem persönlichen Leben, whether you are married or not, egal ob du verheiratet bist oder nicht, you will guard your life if you guard 5 things. wirst du dein Leben bewahren, wenn du 5 Dinge bewachst. First, guard your dignity. Zunächst einmal bewahre deine Würde. Respect yourself Respektiere dich selbst and respect others. und respektiere andere. Don't sell yourself cheaply. Verkaufe dich nicht billig. Even when you're alone. Selbst wenn du alleine bist. You know where Frankfurt is? Wisst ihr, wo Frankfurt ist?
I know too. Ich weiß es auch. You know, when I travel, I usually, if I've traveled this way, I go by Frankfurt and then Also wenn ich hier nach Europa komme, dann fliege ich meistens nach Frankfurt und dann von dort aus weiter. And I remember I flew overnight and I slept in airplane. Ich erinnere mich, ich bin über Nacht geflogen und habe dann in einem Flugzeug, also habe dann dort geschlafen im Flugzeug. And I had about 7 hours before I took airplane for India. Und ich hatte dann 7 Stunden bis zum nächsten Flugzeug Richtung Indien. So I put my luggage, handbags in Carol, Ja, ich habe dann also mein Handgepäck verstaut and then I went out und bin dann hinausgegangen. and I said to myself, no wife, Ich habe gesagt, keine Frau, no children, keine Kinder, no pastor, kein Pastor, no president of university. kein Präsident der Universität. I can do what I want. Ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte. And you know what I love the most? Wisst ihr, was ich am meisten gemocht habe? Your fruit, how do you call them? Cookies, cake, you know. Früchtekekse. Yeah, fruit tarts. Ja. Ja, also eure Früchtetorten, die mochte ich besonders gerne. But I couldn't eat just that. I had to take something else. Aber ich konnte natürlich das nicht alleine essen, ich musste etwas dazu nehmen. So I ate. I ordered one Ich habe eine bestellt, tart, eine Torte bestellt, then I finished it. habe sie aufgegessen, And then I ordered second. habe eine zweite, wahrscheinlich ein Tortenstück. Hey, my wife was not It there. was just a piece of tort, right? Piece of tart. Yeah. Was you say torte, you know, just No, wondering what, you know. If that happened, I would be pregnant now. Ja, es waren Tortenstücke. And then I walked around, Und dann bin ich umhergelaufen, and the sun was setting, die Sonne ging schon unter and I started walking back. und dann bin ich zurückgegangen. And I was still naive. I did not know what happens. Und ich war immer noch relativ naiv, hatte jetzt nicht so die Ahnung, was passieren würde. And when I came, about 3-4 blocks from the main train station, Und als ich so 3-4 Blöcke direkt vor dem Hauptbahnhof gewesen bin, I walk on the sidewalk, bin ich so auf dem Bürgersteig gelaufen. and I see some ladies walking on the sidewalk. Und da sehe ich einige Frauen, die dort entlang spazieren. They didn't have enough money to cover entire geography of their body. Sie hatten nicht genügend Geld, um die gesamte Geografie ihres Körpers zu bedecken. And then they started whistling. Und dann haben sie angefangen so zu wispern. I said, this is the end of times. Und ich dachte, oh, das ist das Ende der Zeit. We used to whistle after ladies, but now ladies whistle after us. Also wir haben früher noch den Frauen hinterher so gewispert, aber jetzt fangen die Frauen an, uns hinterher zu So wispern. I started walking fast. Pfeifen. So I started walking faster. Also bin ich schneller gegangen. But they are coming from here. Aber sie kamen dann auf mich zu. And then they bump into me. Und dann sind sie auf mich zugelaufen. So then I stepped down from the sidewalk, Ich bin dann vom Bürgersteig heruntergegangen start walking where the cars are going. und bin dann dort gelaufen, wo die Autos fahren. Well, one of them had a very strong evangelistic zeal. Aber eine von ihnen hatte wirklich großes evangelistisches Feuer. She stepped down, Sie ist heruntergestiegen. she grabbed me by my arm Sie hat mich am Arm festgehalten and says, come with me. und hat gesagt, komm mit mir. Now, what I did is not good thing to do. Also was ich dann getan habe, ist keine gute Sache. The next thing to do is simply to move away and go. Das Richtige wäre einfach, sich wegzubewegen und zu gehen. But I usually have a piece of paper here and pen, Aber normalerweise habe ich immer so ein Stück Papier und einen Stift bei mir. and I asked, where do you want me to go? Und ich habe sie gefragt, wo möchtest du denn, dass ich hingehe? That door. Da, durch die Tür. What for? Wofür? Don't talk to devil. Also, redet nicht mit dem Teufel. Don't imitate me with that. Also, imitiert das bloß nicht von mir jetzt. And I said, okay. So I took my pen and I wrote
001, is that from here to America? No, 0049. No, 001, yeah. Oh yeah, America is To one. America. America is number one. Number one, yeah. Only with the telephones. Yes. Also habt dann aufgeschrieben die Telefonnummer 001 And then 269 269 471 471 7160. 760. Give it to her. Habe es ihr gegeben. She looks at it. Sie hat es She angeschaut, looks at me. hat mich angeschaut She says, "What is this?" und sie hat mich gefragt, was ist denn das? I say, "You called that number." Und ich habe gesagt, du rufst diese Nummer an And lady that will answer, und die Frau, die dort ans Telefon gehen wird, I gave to her copyright to my body. und ich habe dieser Frau, die dort ans Telefon gehen wird, das Copyright für meinen Körper gegeben. And I must receive a command Da muss from her ich von ihr to ein go with you. Gebot von ihr bekommen, dass ich mit dir gehen darf. She looked at me up and down. Sie hat mich angeschaut von oben nach unten. I should have turned around for her to see that I don't have wings. Also ich musste wohl mich umdrehen, damit sie sieht, dass ich keine Flügel habe. She crushed the paper Sie hat das Papier genommen, hat es zerknüllt and went. und ist davon gelaufen. I picked up the paper. I didn't want my number to go around in that area. Ich habe das Papier aufgenommen, weil ich eigentlich wollte, dass meine Nummer dort in dieser Gegend dort so herumläuft. This is what happens when you are well married. Das ist es, was passiert, wenn man gut verheiratet ist. You are not alone. Da ist man nicht alleine. You are not your own, but you know that better person than you has you. Aber man kennt diese bessere Person, die einen besitzt, die einen hat sozusagen. So, guard your dignity. Also bewahre deine Würde. Psalm 8, verses 4 and 5. Psalm 8, Vers 4 und 5. Read it. Ja. Psalm 8 und dort Vers 4. Is it? Does it start with a heaven? Because with a man, what is man that you might 4 and 5. Yeah. Because it's 5 and 6 in German. Oh, okay. What is man that you might not do? Yes, what is man? That's 4. Ja, also das ist im Deutschen Vers 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Thou hast given him, okay. Yet you hast made him little less than God. Ah, okay, ja, German says angel. Angel. Elohim. Oh, Elohim, that's Yeah. right. Okay. Yeah. You are unique. You are irreplaceable. You are all that God could put in human skin. Du bist einzigartig, du bist unersetzlich und du bist alles, was Gott in und der menschliche Haut hineinbringen konnte. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Dort steht, Ja. oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. You are a temple. Du bist ein Tempel, Bought at a price. gekauft, erkauft mit einem Preis. That's how we guard our dignity. So können wir unsere Würde bewahren. Secondly, we need to guard our thoughts. Zweitens müssen wir unsere Gedanken And bewahren. that's very hard. Und das ist sehr schwer. Because thoughts come without knocking at the door. Denn Gedanken kommen, ohne dass sie vorher an die Tür klopfen. Before now, you have already Bevor du richtig das bemerkst, gone away. bist du schon auf dem Weg.
because thoughts process what we see. Denn weil Gedanken das prozessieren, was wir sehen, And they frame our mind. und sie unser Denken bestimmen und formen. I will never forget when in a painting class, in art class, in 7th grade, Ich werde nie vergessen, wie ich in der 7. Klasse im Kunstunterricht, our teacher wanted to show us how frames are very important. da hat er uns gezeigt, wie so Bilder, wie so Rahmen sehr bedeutsam sind. So she came with about 10 different paintings Also die Kunstlehrerin kam mit 10 verschiedenen and Gemälden about 5 or 6 frames. und 5 oder 6 verschiedenen Rahmen. So two students would hold the picture, Also 2 Schüler haben das Bild gehalten and 2 students come and put the frame. und 2 andere Schüler kamen und haben den Rahmen dort dann draufgetan. And the frames had only one colors. Und der Rahmen hatte jeweils nur eine Farbe. Red, blue, Rot, blau, green, grün and so on. und so weiter. And when you look at the picture without a frame, Wenn man das Bild ohne Rahmen anschaut, everything looks normal. dann schaut alles ganz normal aus. But if you put red frame, Aber wenn man einen roten Rahmen drum tut, red roof jumps at you. dann ist das rote Dach plötzlich, das springt aus dem Bild heraus. If you put blue frame, Wenn man den blauen Rahmen dran tut, then the river or a lake jumps at you. dann wird plötzlich der See oder der Fluss, der im Bild ist, sehr betont. So she taught us how important it is to frame what we paint, Also sie hat uns gelehrt, wie wichtig es ist für unser Gemälde auch den richtigen Rahmen zu finden, so that what is more important for us is emphasized. sodass das betont wird, was für uns besonders wichtig ist. Our minds are framed. Unsere Gedanken müssen auch so, unser Denken muss so gerahmt werden. It's very important to know what we think most often about. Es ist ganz wichtig zu wissen, worüber wir am meisten denken. Because from thoughts come actions. Denn von den Gedanken kommen die Handlungen. Guard your conscience. Bewache dein Gewissen. And conscience is much deeper than thoughts. Und das Gewissen, geht viel tiefer als allein die Gedanken. For guard your feelings. Dann das 4. Bewache deine Gefühle. Because feelings color our reality. Denn Gefühle, die färben so unsere Realität. Playing with feelings is very dangerous. Mit Gefühlen zu spielen ist äußerst gefährlich. Especially feelings of love. Und ganz besonders gilt das für Liebesgefühle. And finally, guard your body. Und schließlich bewache und bewahre deinen Körper. Guard your body from extramarital relations. Bewache deinen Körper, bewahre ihn vor außerehelichen Beziehungen. Guard your body from losing control in eating or drinking. Und bewahre deinen Körper auch davor, dass du die Kontrolle über ihn verlierst durch Essen oder Trinken. And that is very hard. Und das ist sehr schwer. A purification of character means going through difficult experiences. Aber die Reinigung des Charakters bedeutet immer auch schwierige Erlebnisse zu haben. I visited a refinery of copper. Ich habe so eine Kupferveredelung, das ist wahrscheinlich. Raffinerie? Eine was? Eine Scheideanstalt. Scheideanstalt. Yeah. Okay. Also eine Kupferscheideanstalt The big besucht. vats Ja. with fire. Also wo es da Yes. Feuer gibt und wo das so gereinigt und verfeinert wird. So ein Hochofen. And around that big vat there were stairs.
Und da gab es so Treppen, die dort da herumgingen. And I'm always curious. Und ich bin immer sehr neugierig. I started going towards there. Ich bin dorthin gegangen. Two people come running. Two people came running for me. 2 Leute sind sogar auf mich zugelaufen. Where do you think you're going? Sie haben gesagt, was glaubst du, wo gehst du da wohl hin? Well, I want to see what this man see. What this man saw. Ja. That goes up and down. Also hört mal zu, was dieser Mann hier sagt, der auf und ab gegangen ist. You cannot go just like that. Man kann da nicht einfach so dahin gehen. It's very hot there. Das ist sehr heiß da drin. You look down Wenn man da hineinschaut, and your face will be gone. dann ist dein Gesicht, das ist vorbei. So they put mask on me, Haben sie mir eine Maske gegeben. and a man was there, Der Mann, der dort dafür zuständig war, war and I said, anwesend. what are you doing, going up and down constantly? Und ich habe ihn gefragt, was tust du, wenn du ständig auf und ab gehst dort? He says, I'm watching Und er hat gesagt, ich for the time warte auf die Zeit, when my face will be reflected perfectly. wenn mein Gesicht vollkommen dort reflektiert wird. Because all other stuff floats on the top until it's burned. Denn alles Unreine ist dort oben auf der Oberfläche, bis es verbrannt ist. It is hard to hold control. Es ist sehr schwer, die Kontrolle zu behalten. It is hard to postpone it until the right person comes. Es ist schwierig, es aufzuschieben bis zur richtigen Person, die da kommen wird. But that's what it takes Aber darauf kommt es an. to make you person trustworthy Damit du eine vertrauenswürdige Person and wirst. worthy for long life Und dass in du marriage. eines langen Ehelebens würdig wirst. Finally, guard your springs of life. Schließlich bewache deine Quellen des Lebens. Maintain love relationship. Und diese Liebesbeziehung muss unterhalten werden, sie muss gefördert werden. The other day, Eines anderen Tages my wife called me to a room, hat meine Frau mich in einen Raum gerufen and on the bed und auf dem Bett there were 75 vases waren 75 Vasen. of different shapes, different colors. Verschiedene Formen, verschiedene Farben. I said, what happened to you? Und ich habe sie gesagt, was ist mit dir passiert? What happened to me, she says, is a husband that brings every Friday a bouquet of flowers. Und er hat gesagt, was mit mir passiert ist, ich habe einen Mann, der jeden Freitag andere Blumen mitbringt. Now, not each time I bring flowers in a vase, Aber ich bringe ja nicht jedes Mal Blumen mit einer Vase. but each time on Friday, she knows she's getting flowers. Aber jeden Freitag weiß sie, wird sie Blumen bekommen. And it's not expensive. Das ist nicht teuer. It pays back. Das zahlt sich aus. I learned that from my theology professor. Ich habe das von meinem Theologieprofessor gelernt. Was denn? And I taught my students too. Und ich habe meinen Studenten das ebenfalls beigebracht. Because each time I bring it, each time it's like first time. Also jedes Mal, wenn ich die Blumen bringe, ist es wie zum ersten Mal. You have to tell her constantly that love has not changed. Man muss ihr immer wieder sagen, dass die Liebe sich nicht geändert hat. Love must survive. Die Liebe muss überleben. So, guardian of springs. Die Lebensquellen bewachen. We are guardians of springs. Wir sind die Wächter der Lebensquelle. Guardian of springs of thought. Die Wächter der Gedankenquelle. Guardian of intimacy. Wir bewachen auch unsere Intimität. Never compromised. Mach niemals Kompromisse.
We belong together. Wir gehören zusammen. You know, I'm traveling now for over 45 years. Seit 45 Jahren bin ich jetzt dabei zu reisen. We never had a trouble. Ich hatte niemals Sorgen. Deswegen. Each time I return, we feel closer. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, sind wir noch näher. Now she started paying me back. Jetzt fängt sie an, zurückzuzahlen. Now she travels also for her work. Jetzt arbeitet sie auch für ihre Arbeit. And I don't like when she stays longer than 4 days. Und ich mag das nicht sehr, wenn sie länger als 4 Tage weg ist. But I cannot tell her that, Aber das kann ich ihr natürlich nicht sagen. because she knows what to answer me. Denn sie weiß ja genau, was sie mir dann sagen würde. So we read in Genesis chapter 2, how much do we still have? Okay, just check. Bis 16:30 sind wir. Ja, 45 minutes. 45 minutes. Do you want a break? Wollt ihr eine Pause haben? No. All right. Okay. Einmal die Fenster. Ja, das war die Window once. Okay. Wir machen einmal kurz die Fenster auf, nur um frische Luft reinzubekommen. Schon.
Still in the same lecture. Wir sind immer noch im selben Vortrag. I want to focus a little bit on innocence and shamelessness. Da können wir ganz kurz alle reinbringen, ganz schnell, dass wir anfangen. Ich wait vor. Wir wollen uns jetzt über Innocence Shamelessness. ja, über Unschuld und über Schamlosigkeit unterhalten und darüber sprechen. The two are really opposite. Diese beiden, Unschuld und Schamlosigkeit, sind eigentlich wirklich echte Gegensätze. Shamelessness is the behavior of these men and women that allow themselves to be photographed. Schamlosigkeit ist das Verhalten von Männern und Frauen, die es erlauben, wenn sie fotografiert werden. And shamelessness is something that we little by little acquire when we are exposing ourselves to it. Und Schamlosigkeit wird so Stück für Stück erworben, wenn wir uns so ausliefern. Max Scheler, Yes. Max Scheler defines shamelessness as realization of eternal conflict Also Max Scheler definiert die Schamlosigkeit als die Realisation eines ewigen Konfliktes between our true being zwischen unserem wahren Wesen and our compromised self. und unserem kompromittierten Ich. Shameless people are divided people. Schamlose People sind geteilte Menschen. Menschen sind geteilte Menschen. I was divided my friend. Yes. He says it's realization of an internal conflict between our true being and our compromised self. Die Realisation eines ewigen Konfliktes zwischen unserem wahren Wesen und dem kompromittierten Ich. It is a reaction to this dreadful awareness. Es ist eine Reaktion auf dieses schreckliche Wissen And the life that we used to live. und das Leben, das wir gelebt haben. He says shamelessness is godlessness. Er sagt, Schamlosigkeit ist Gottlosigkeit. However, Aber when we have no shame, wenn wir keine Scham empfinden, without being shameless, ohne schamlos zu sein, we experience innocence. dann haben wir Unschuld. Dann erleben wir Unschuld. Children Kinder, walking naked die nackt gehen, means nothing to them bedeutet für sie gar nichts. because of innocence, Wegen der Unschuld. because there is no history behind it. Denn da gibt es keine Geschichte dahinter. And I wish our culture Und ich wünschte, unsere Kultur did not put behind women all kinds of stories ich wünsche, dass unsere Kultur nicht hinter die Frau und alle möglichen Arten von Geschichten packen würde. and I wish some of those women did not make themselves tool for pleasure of men. Und ich wünschte, dass einige Frauen sich nicht so als Vergnügungsobjekte für die Männer machen würden. Because no one can engage in this kind of activity without being affected him or herself. Denn niemand kann sich in solche Aktivitäten hineinbegeben, ohne nicht selbst davon beeinflusst zu werden. And coming back to innocence is something that only Holy Spirit can produce in Und us. nur der Heilige Geist kann in uns bewirken, dass wir wieder zur Unschuld zurückkehren. You see, there used to be, when pornography was available in newspaper stands,
Wisst ihr, als die Pornografie noch so in den Zeitschriften zur Verfügung stand, So while I was still studying MD studies, masters, als ich meinen Master noch studiert hatte, den Master of Divinity, my professor said, you know, you have a gift for counseling. da hat er gesagt, mein Professor, weißt du, du hast die Gabe des Beratens, des Counseling. And I'm overloaded. Und ich habe sowieso schon zu viel zu tun. Let me give you a story of a young man that goes to your church. Ich gebe dir eine Geschichte von einem jungen Mann, der zu deiner Gemeinde kommt. There are 3 brothers, Es gibt dort 3 Brüder. and he is the middle one. Er ist der in der Mitte. You see, the firstborn is the first, Der Erstgeborene ist der the Erste. oldest and the smartest. Er ist der Älteste und der Klügste. Youngest is the cutest. Der Jüngste ist der Süßeste. The middle is just there, Und der in der Mitte ist einfach nur da. unless we watch. Es sei denn, dass wir aufpassen. And he came and confessed to this professor. Und er kam und hat diesem Professor etwas bekannt. So then we talk about different ways of doing things. Dann haben wir verschiedene Dinge gesprochen, He taught me what options I have to approach the situation. Okay, dann hat er mir gezeigt, welche Optionen ich habe, solch eine Situation in der richtigen Art und Weise anzugehen. I told him the most difficult thing would be for me to, or for you, or whoever, for him to realize that I know his situation. Das Schlimmste wäre wahrscheinlich für jeden von uns, dass er erkennen würde, dass ich seine Situation kenne. Because in that church I was in charge of youth, and he was very resourceful and innocent looking and whatever, and now all of a sudden this. Ja, denn in der Gemeinde, in der ich gearbeitet hatte, war dieser junge Mann in der Jugend sehr aktiv und hat immer sehr unschuldig ausgeschaut und nun das. He says, let me handle that. Und er hat gesagt, lass mich das mal handeln. And about 2 weeks later he says to me, next time you go to church, shake his hand and say, I want to see you after. Und dann hat er mir gesagt, das nächste Mal, wenn du zur Gemeinde gehst, 2 Wochen später, hat er das gesagt, schüttel ihm die Hand und sag ihm, ich möchte dich nochmal später sehen. Well, I didn't know how he would react. Und ich hatte keine Ahnung, wie er reagieren würde. You know what he did? Wisst ihr, was er getan hat? He hugged me. Er hat mich umarmt. Said, thank you. Gesagt, danke. So we talked. Also haben wir gesprochen. And I understood his family situation. Ich habe seine Familiensituation nachvollziehen können. And I was thinking of different methods, different things to do. Und ich habe verschiedene Methoden so in meinem Kopf durchgespielt, was man tun könnte. At that time, if you had pornographic journal, Wenn man zu jener Zeit pornografische Journale hatte, you had to hide it. dann musste man die verstecken. Somewhere where your mother will never go. Irgendwo, wo die Mutter das niemals finden könnte. But that's always risky. Aber das war immer riskant. So that's what he was stressed about. Und deswegen hat er so einen Stress gehabt. So I decided to exploit that. Also habe ich mich entschlossen, das etwas näher zu untersuchen. I asked him, where do you keep it? Ich habe ihn gefragt, wo hast du sie? He says, under my mattress. Er hat gesagt, unter meiner Matratze. What if your mother decides to clean? Und ich habe gefragt, was passiert, wenn deine Oh, Mutter... I know, he says, I know, I don't know what to do. Was passiert, wenn deine Mutter mal sauer machen möchte? Er sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. So then we met several times. Wir haben uns mehrmals getroffen. He was thinking of putting it on the attic. Adi? Attic. Er hat gedacht, es vielleicht auf dem Dachboden zu verstecken. But then he says, but then they will ask me, how come you're going so often there? What is there? Und dann wusste er, aber sie werden mich fragen, warum gehst du so oft dahin? Was ist da Besonderes? You know, sin belongs nowhere. Sünde gehört ja eigentlich nirgendwo hin. You pay a big fine for hiding sin. Du bezahlst eine große Summe, wenn du Sünde versteckst. And you're not helping it.
und man hilft der because Sache damit. it clings to you even more. Denn es wird dir noch mehr anhaften dadurch. So I said to him, what if I speak with your mother? Und ich habe ihm gesagt, was wäre, wenn ich mit deiner Mutter rede? She will kill me. Sie wird mich töten. I said, no, she won't. Ich habe gesagt, nein, das wird sie nicht. I would rather take care of it otherwise. Ich würde gern anders damit umgehen. I said, okay, keep it there Ich for habe gesagt, now. okay, dann behalt's dort. Für die And Zeitung. so we prayed about it, and I tried to encourage him and so on, and I knew that the moment he is ready to take it out is the time where he should do it. Und wir haben gebetet, ich habe ihn ermutigt und ich wusste, der Zeitpunkt, wo er bereit ist, es wegzuschmeißen, das wäre der Zeitpunkt auch, wo er es tun sollte. So one Sabbath he came, Eines Sabbats kam er and in paper bag, und he gave me pornographic journal. dann hat er mir dann diese ganzen pornografischen Journale gegeben. And what do I do with it? I was preaching that Sabbath. Ja, was sollte ich jetzt damit tun? Ich habe einen Sabbat gepredigt. Where do you put it? Also wo versteckt man das jetzt? Couldn't give it to my wife. Ich kann es ja nicht meiner Frau geben. She wouldn't believe my story. Sie würde meine Geschichte jetzt nicht mehr glauben. So fortunately he gave that to me during the Sabbath school. Er hat mir das während der Sabbatschule gegeben, unglücklicherweise. And Lake Michigan is not far from there. Und der See Michigan ist jetzt nicht so weit entfernt. And I attach a stone. Ich habe einen Stein To the dran bag. getun und an diese Tasche rangemacht. And it went down in the lake. Und es ist dann in den See versenkt worden. And then I quickly looked around to see if head elder is following me. Habe mich noch schnell umgeschaut, ob der Gemeindeälteste nicht auf den Spuren mir war. But there is nothing that resolves shamelessness than something like this traumatic about it. It's like surgery. Ja, also nichts kann diese Schamlosigkeit wirklich beheben als so ein fast schon traumatisches Erlebnis. Es ist wie Chirurgie. Think about your apartment or your house. Denk mal an deine Wohnung oder dein Haus. What if somebody comes and looks everywhere? Was wäre, wenn jemand kommt und überall hinschaut? Goes through all your mail or email. Durch deinen Briefverkehr, durch deine ganzen E-Mail-Verkehr durchgeht. But somebody who knows more about computers than me. Und zwar jemand, der mehr über Computer versteht als ich. How relaxed are we about our present and about our future? Wie relaxed sind wir über unsere Gegenwart und unsere Zukunft? What if children find it? Was wäre, wenn die Kinder es finden? Life is so much more meaningful Das Leben hat so viel mehr Bedeutung, so bedeutsamer. when we know how to resolve all of these difficulties. Wenn wir wissen, wie man solche Schwierigkeiten beheben kann und lösen kann. Shamelessness is a state that has to have professional help. Schamlosigkeit muss eigentlich professionell behandelt werden. The much more difficult situation is when people have no shame. No shame. No shame. Ja, es ist weiter schwieriger, wenn Menschen keine Scham haben. But innocence is what is the best way of being. Aber Unschuld ist eigentlich der beste Weg, so zu existieren. I was holding lectures in Europe, Ich habe Vorträge in Europa gehalten and a very handsome man and beautiful woman came, ein sehr schöner Mann und eine wunderschöne Frau kamen zu mir. and we chatted. Wir haben ein bisschen uns unterhalten. They had some questions, Sie hatten einige Fragen and we discussed it.
Wir haben darüber gesprochen. And then he asked me something that I have never been asked before or since. Und dann hat er mich etwas gefragt, was ich bis zu dem Zeitpunkt und auch seit dann nie wieder gefragt worden bin. This man says to me, Dieser Mann sagte zu mir, "Is your church safe for me to bring my beautiful wife in?" und er hat mich gefragt, ist deine Gemeinde, deine Kirche ein sicherer Ort, um meine wunderschöne Frau hineinbringen zu können? Can we come like boy and girl and be treated with respect and openness? Können wir als Junge und Mädchen dort hineinkommen und werden wir mit Respekt und Offenheit behandelt werden? People that want to come to our church, they are running away from these stresses. Männer und Frauen, die zu uns in die Gemeinde kommen wollen, die laufen eigentlich von solcher Art von Stress weg. And I said to him, by God's grace, you can be safe. Und ich habe zu ihm gesagt, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade kannst du bei uns sicher sein. What would you do? Was würdest du tun? And I would like you to give me answers. Und ich würde gerne, dass ihr antwortet. If some young person comes and talks to you about their temptations, Wenn eine junge Person zu euch kommt und über seine oder ihre Versuchungen redet, such like pornography or something, zum Beispiel wie Pornografie, offen mit ihm darüber sprechen. das heißt, to speak open with that person. to speak openly with that person, Ja, offen mit der Person what reden. would you say? Was würdest du sagen? What is the first step? Was ist der erste Schritt? Also was das Thema zum Beispiel Pornografie angeht, da wird er sich bei mir ganz gut fühlen, weil ich würde sagen, schau mal, dieses Problem betrifft nicht nur dich. Fast 90% aller Männer. Und da ist schon der erste Schritt. That will be the first step. Did you hear what he said? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Why would you say that? Warum würdest du das sagen? Damit er sich nicht komisch fühlt, weil damit er nicht So denkt, that er he ist doesn't feel weird. allein mit diesem That he's Problem. only the only one having that problem. Very good. Ja, sehr gut. What would be the next step? Was wäre der nächste Schritt? Now let me remind you, somebody who comes to you Lasst mich euch nochmal daran erinnern, jemand, der zu euch kommt, and you're not counselor, ihr seid jetzt kein Ratgeber, the ein Berater, ordinary man, member of a church, seid ganz gewöhnliche Gemeindeglieder. somebody that comes and talks to you, what does that mean? Wenn jemand zu dir kommt und mit dir darüber redet, was bedeutet das? Dass derjenige Vertrauen zu dir hat. Ja, he has confidence to us. We have gained confidence in him. Man hat Vertrauen bei dieser Person gewonnen. What would you do to help him overcome it? Was würdest du tun, damit er das überwinden kann? Was würdest du tun, um ihm zu helfen? Zusammen nach Lösungen suchen. Looking together for solutions. Yes, Ja, that's important. das ist sehr wichtig. Don't ever impose your solution. Versuch bloß nicht deine eigene Lösung ihm aufzuzwingen. Have it together. Diese Lösung muss gemeinsam gefunden werden. Ich würde erstmal fragen, wie er zu dieser Situation steht. Ob positiv oder ob das für ihn schon Firstly, I would ask whether what his position is. Like, is it positive or negative to that? eine Last ist. Is it a Weil burden? man muss erstmal wissen, wo steht er. You need to Wenn know das eine where Last is he ist, actually standing.
kann man eins sagen und wenn das was ist, was ihn noch voll, Depending on his answers, you have to frame the dann muss man anders mit ihm sprechen. There's another approach that needed. And you know, when people come and talk to me like this, I frankly feel honored. Ganz ehrlich muss ich euch sagen, wenn Menschen so zu mir kommen und darüber reden, dann fühle ich mich geehrt. We are all mysteries. Wir sind alle Geheimnisse. I don't know what you have in your brain now. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Gehirn gerade And your habt. husband and your wife don't know either. Und euer Ehemann, eure Ehefrau weiß das auch nicht. And it would be horrible if they knew. Und es wäre schrecklich, wenn sie es wüssten. So when somebody comes and discloses something like that, that is a big compliment and big responsibility. Also wenn jemand kommt und so etwas offenlegt, dann ist das ein großes Kompliment und bedeutet natürlich auch eine große Verantwortung. There are many different approaches, but with this young man, Aber es gibt viele verschiedene Herangehensweisen, aber mit diesem jungen Mann, he came about a month later er kam einen Monat später and he says, Pastor, und er hat gesagt, Pastor, I bought it again, ich habe es wieder gekauft. another pornographic journal. Ein anderes pornografisches Journal. So again we talked. Also haben wir wieder geredet. And then I told him, why don't you put it under your mattress? Und dann habe ich ihm gesagt, warum tust du es nicht in deine Matratze? But my mom will find it. Aber meine Mutter wird es finden. But do you think that it would be okay if your mom finds it? Und ich habe ihn dann gefragt, wäre es denn okay, wenn deine Mutter es findet? Would it be okay for you if your kid hides something like that under mattress? Would it be okay for you? Wäre es okay für dich, wenn dein Kind so Would it etwas be unter okay for der you- Matratze hat? For your child to do that? Wäre es okay, wenn dein Kind so etwas tun würde? It must be okay. It must be okay. It must be okay. Es muss okay sein. If they trust you to tell you, Wenn sie Vertrauen genug haben, um es dir zu sagen, it is because they are opening themselves to your help. dann weil sie sich öffnen, um von dir Hilfe zu bekommen. It's a compliment. Es ist ein Kompliment. And then you can work with them. Und dann kann man mit ihnen arbeiten. It would be very important also to know how they developed it and so on. But then Es wäre auch sehr You wichtig can- zu wissen, wie sie das so entwickelt haben und so weiter. you can find a professional counselor and they will know what to do. Man kann dann auch einen ganz professionellen Berater zur Rate ziehen, der dann weiß, was man tun kann. So let me conclude with something I saw in Vienna. Ich möchte noch etwas zum Abschluss sagen, was ich in Wien gesehen habe. I was speaking to young people Ich habe mit jungen Menschen dort gesprochen and they had pantomime Sie hatten Pantomime and they had there was no talk, there was just soft music. Ja, es gab da jetzt keine Reden, es wurden nur leise Musik gespielt. And on the platform comes one young lady in white wedding gown Und es kam auf die Bühne eine junge Frau in weißem Brautkleid, with a big golden vase mit einer großen goldenen Vase. and was walking very slowly, Und sie ist sehr langsam dort gegangen, not wanting anything to spill. damit ja nichts verschüttet. Just music was playing. Und nur die Musik hat ein wenig gespielt. She came and she stood here.
Und sie kam und hat hier gestanden. And then second and third and six like that. Und dann eine zweite, eine dritte und 6 andere auch. All of them dressed like getting married. Alle von ihnen waren angezogen, als würden sie gleich heiraten. And all of them with a pitcher full of something. Und alle mit so einem Krug, wo etwas ganz voll war, etwas war da drin. Then the music changed. Dann hat sich die Musik verändert. And then young man comes. Und dann kamen die jungen Männer. Nicely dressed in tuxedo. Ganz nett angezogen im Tuxedo. Comes the first lady Kommt die erste Frau and wants to take the pitcher. und he oder auch sie? He wants to take the Er pitcher. wollte dann diese Vase, diesen Krug nehmen And she brings it closer to him. und sie bringt die Vase näher zu ihm And he takes a sip. und er trinkt ein bisschen davon. He comes to second Er kommt dann zur zweiten and third und zur dritten and fourth. und zur vierten, Comes to sixth. zur sechsten She turns around. und dann dreht er sich um. Like that. Second, third, fourth. The man, second man. Yeah. Ja, der zweite Mann genau das gleiche, der dritte Mann das gleiche bis zum sechsten. All others give him except that one. Only the seventh didn't. Only seven didn't. Nur die siebte hat ihm nichts gegeben. And then comes the last one, the seventh man. Und dann kam der letzte Mann rein, der siebte Mann. And now as he's coming in, Als er hineinkommt, the young lady is offering him. die jungen Frauen bieten ihm jetzt wieder das Gefäß an. He takes the pitcher, Er schaut sich den Krug an, turns it upside down, dreht es um. not a drop comes out. Nicht ein Tropfen kommt mehr heraus. He gives it to him. Gibt es Gives zurück. her to her. Comes to the second, Er kommt zur zweiten, also empty, genauso leer, turns it upside down, dreht es um, give it back to her. gibt es ihr zurück. And they just bow their heads down. Und sie neigen ihren Kopf. Third, fourth, Vierte, vierte, fifth, fünfte. comes to sixth. Er kommt zur sechsten. I don't know if I told you that all of these five before, whenever they came to her, I told you she turned around. Jedes Mal, wenn vorher die Männer zu dieser letzten gekommen sind, hat sie sich umgedreht. She turned around, she didn't give anything to anybody. Sie hat sich umgedreht, hat nichts irgendjemandem gegeben. And now this last man comes. Der letzte Mann kommt And now he turned their pitchers upside down because it was empty. ja. And then he comes to her Und jetzt kommt er zu ihr and he just extends hands like that. Er streckt seine Hände aus And she slowly gives the pitcher. und sie gibt dann ganz langsam diesen Krug ihm And he doesn't take to drink. und er nimmt es nicht, um zu trinken. She takes him by arm. Sie nimmt ihn am Arm. Ja, She. Sie nimmt ihn am Arm And then dun 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 started praying. und dann geht da. You did it well in German too. Ging dann los. Ja. Innocence is a precious thing. Unschuld ist etwas Kostbares. And what's beautiful in Christianity Und was so wunderschön am Christentum is ist, that we all can come back to innocence. ist, dass wir alle zurück zur Unschuld kommen Our können. marriages can be repaired. Unsere Ehen können heil gemacht werden. But what is important is that we don't lose. To recuperate innocence, it's a miracle of God, of course. Forgiveness, all of that is possible.
Also wichtig ist, dass wir sie nicht verlieren. Es ist natürlich möglich, dass Gott uns die Unschuld wieder schenken kann durch Gebet und durch den Heiligen Geist. But looking back in your history Wenn man zurückschaut in seine eigene Geschichte and telling your history to your spouse, und wenn man seine eigene Geschichte dem and Ehepartner she mitteilt telling you history of her, und of sie hers, ihre eigene Geschichte, der Ehepartner dann die Geschichte einem erzählt, that's a solid ground on which love can grow. auf diesem Boden kann dann ein solides Fundament, auf dem die Liebe wachsen kann. This is what Christian understanding of sexuality is. Das ist das christliche Verständnis von Sexualität. That's all Das ist alles. for now. Any questions? Also für heute. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, Yes. Am Anfang hattest du diese 5 Stufen des Heranwachsens genannt. Du hattest, glaube ich, 2 genannt und dann keine weiteren? Oder you mentioned 5 steps of maturing, and he didn't get all of them. He only got the first 2 ones. And what did I give? 5 steps in how to get mature. The first one was childhood, adolescence. Erstmal Kindheit und Adoleszenz. Ja. You spoke of 5 stages. The first one was childhood, the second one adolescence. And I will mention those tomorrow or tonight. No, not tonight. tomorrow is the next one. Tomorrow. Ja, morgen werden wir dort weitermachen und dann die nächsten Ja. Schritte behandeln. Everyone wants to see you. Everyone wants to see you. No? Nobody wants to ask Papi. All right. Okay. Well, yes. Eine Frage. That's one question. Wann wäre es an der Zeit, die Kinder im jugendlichen Alter aufzuklären? What would be the best time to actually, explain to your children in the youthful age, about all this stuff? To start, Don't impose it on them. Ja, also zwinge sie nicht dazu. It's very important that you know what is happening in their lives. Es ist sehr wichtig zu wissen, was in ihrem Leben passiert. They must be able to come and talk to you. And when they come and tell you something bad, don't scold them. Also es ist sehr wichtig, dass sie immer zu dir kommen können und darüber reden können. Und wenn sie etwas Schlimmes erzählen, dann sei ihnen nicht böse deswegen. You will discourage them to come again. Man wird sie entmutigen, noch ein zweites Mal zu kommen. You're a sinner. Du bist ein Sünder. And tell them that you understand. Und sag ihnen, dass du es verstehen kannst. And then try to tell them how you overcame something like this. How you relate. Dann erzählen, wie du so etwas überwunden hast, wie du dazu gestanden hast. But don't measure it by your and my measure. Aber nimm nicht das Maß, das für dich oder für mich, also was für uns gelten würde. Some of these young people are 10 years ahead of us. Manche dieser jungen Leute sind uns 10 Jahre voraus. They will have precocious questions. Sie werden precautious. Yeah. Aus, Much older than they are. sie werden Fragen haben, die ihrem Alter weit voraus sind. Because of information age. Wegen dieses Informationszeitalters. And we cannot control Und wir können nicht alles kontrollieren. all of that. And it's important also that they know that they can talk to you about these things. Und es ist wichtig, dass sie wissen, dass sie mit dir darüber reden können. That you're not going to be ashamed, Dass du nicht dich schämen wirst. nor make them feel ashamed. Oder dass sie sich schämen müssen.
All right, well, Okay, gut. let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you for creating us in your image. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nach deinem Bild geschaffen hast. What a privilege. Was für ein Privileg. What a responsibility. Was für eine Verantwortung. You have put in our body and in our mind and in our soul things that transcend us. Du hast in unseren Körper, in unsere Seele, unser Denken Dinge hineingetan, die über uns hinausgehen, die über uns transzendieren. And we cannot really control ourselves. Und wir können uns nicht wirklich selbst kontrollieren. You are our Father, Du bist unser Vater. which means that we are not strangers to you, Was bedeutet, dass wir keine Fremden für dich sind? that you understand us, Dass du uns verstehen kannst. and that we can trust you. Dass wir dir vertrauen dürfen. You know the hearts of everyone present here. Du kennst das Herz von jedem, der hier anwesend ist. You know the history of everyone present here. Du kennst die Geschichte von jedem, der hier anwesend The ist. memories, Die Erinnerungen, the regrets, das Bedauern, the victories, die Siege and the desires for future. und das Verlangen und die Wünsche für die Zukunft. We want to praise you for creating us in your image. Wir möchten dir danken und dich loben und preisen, dass du uns nach deinem Bild geschaffen hast. What a trust and what a privilege. Was für ein Vertrauen, was für ein Privileg. But evil and devil are smarter than we are. Aber das Böse und der Teufel sind klüger als wir. The spirit is willing, but flesh is weak. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. But you're stronger than anything else. Aber du bist stärker als alles andere. I recommend all the lives present here Ich möchte all die anwesenden Leben, die hier sind, under your protection. deines Schutzes, unter deinen Schutz stellen. Protect the homes, Bitte schütze die Heime, parents, die Eltern, children. die Kinder Guide us all. und führe uns alle. Help us to grow in grace, Hilf uns in der Gnade zu wachsen, in purity, in der Reinheit and in strength. und in der Stärke. Shape us into your image Und bitte forme uns in dein Bild, so we can glorify you in our bodies, our minds, and our souls. In Sodass- Jesus' name. wir dich mit unserem Körper, unserer Seele, unserem Denken im Namen Jesu verherrlichen können. Amen. Amen.